herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial aus Marikas Kreativstube. Das Stempelzeit Kreativteam hatte am Sonntag ihren Blog Hop veranstaltet unter dem Thema Endlich Sommer. Dazu habe ich diesen Flipflop hergestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz sprachlos, welche Wellen da geschlagen wurden. Viele möchten dazu ganz gerne jetzt ein Tutorial sehen, was ich hiermit sehr gerne machen möchte. Allerdings werde ich diesen Flipflop in den ganz neuen In-Color-Farben herstellen. Und zwar sind das Hummelgelb und Zimtbraun. Zimtbraun soll jetzt meine Grundkarte sein. Der zugeschnittene Farbkarton hat das Maß 21 x 18. Und diesen Farbkarton werde ich in der Mitte bei 9 cm gefalzt jetzt zusammenfalten. Auf diesen Farbkarton lege ich meine erste Maske, die ich euch selbstverständlich im Internet auch zur Verfügung stelle, und nehme mir 2 Büroklammern, befestige diese Maske so, dass ich eine Kante als Falzlinie habe. Ihr seht, so wird dann die Karte aufgeklappt. Und dann schneide ich mir das aus. Nicht selten mache ich mir solche Vorlagen auf Kunststofffolie, die ich aus irgendeiner Verpackung mal zur Verfügung stelle. Ihr kennt ja diese Verpackung, die man meistens nur mit der Schere geöffnet bekommt. Diese Vorlagen mache ich meistens mit diesen Folien. Die sind dann immer wieder abrufbar und durch den Kunststoff natürlich haltbar. Wir legen also unsere Grundkarte, egal welche Seite ihr jetzt verwendet, lege ich erstmal zur Seite. Des Weiteren brauchen wir zweimal in Hummelgelb im Maß 20 x 8 Farbkarton. Beide schneide ich mir auf diese gleiche Art und Weise zu. Wir haben also jetzt beide Teile zugeschnitten. Einmal das Innenleben. Das Außenteil habe ich geprägt mit der neuen Prägematte Textil mit Stil. Denn die ich seinerzeit verwendet habe, war die Prägematte Strandmatte und die ist leider nicht mehr erhältlich. Aber ich finde, es ist ein guter Ersatz, diese Prägeform Textil mit Stil. Ebenfalls habe ich auch schon nach der Vorlage hier meine Löcher hineingestanzt. Hier vorne kam ich mit der Crocodile nicht hin. Da bin ich ganz einfach hingegangen und habe unsere Aufhebhelfer verwendet, der ja eben auch diesen Piekser in einem der Tools hat, und habe mir das ganz einfach hier hineingestochen. Diesen Aufheber findet ihr übrigens auf der Seite 159. Ihr wisst ja, der hat ja auch diese Klebeseite zum Aufheben von Pailletten und zum Positionieren. Also wer gern mit Pailletten arbeitet, dafür finde ich das ein wichtiges Tool. Dann nehmen wir uns dieses obere Teil und dann habe ich zweimal ca. 10 cm lange Stücke von dem neuen Band in der Wildlederoptik und die setzen wir jetzt hier ein. Und zwar erstmal in das vordere Loch hinein, wenn ich das so reingestupst bekomme. Eins haben wir schon mal drin. Jetzt stupfen wir noch das nächste hinein. Richten uns das so ein bisschen aus, wie es halt bei Flipflops so ist. Und kleben das auf der Rückseite schön flach. Ganz einfach mit dem Klebestreifen fest. Dann nehmen wir uns die weiteren Enden und machen das genauso. Also ihr seht, wenn ich das anders lege, bekommt natürlich auch mein Bändchen eine ganz andere Gestalt und das will ich dann hier auch noch einmal korrigieren. What we love, what we do, makes a difference in me and you.
these years of inspiration and love. Ja, das sieht natürlich viel hübscher aus. So machen wir das dann. Dann steht der auch wirklich viel schöner. Und das können wir dann auch schon auf unseren Flipflop aufkleben. What we love, what we do, makes a difference in me and you. So ist praktisch der Flipflop fertig. Sehr viele werden jetzt auch schon abspringen, macht aber gar nicht. Für das Innenteil nehmen wir uns einen Farbkarton in dem Maß, so circa 13 x 8,5 cm und stempeln wir nun unsere Hibiskusblüte. What we love, what we do, makes a difference in me and you. Dann nehme ich noch unseren Stempelfarbe Glutrot und wische mit meinem Fingerschwämmchen so von der Mitte aus in meiner Hibiskusblüte nochmal so einen Farbakzent. Den Spruch habe ich in der neuen Farbe Zimtbraun wieder im Stemperatus gestempelt. Das mache ich bei Sprüchen eben immer sehr, sehr gerne, weil wenn der nicht so richtig getroffen ist, ein zweites Mal triffst du ihn nicht. Dafür ist der Stemperatus das richtige Tool. Das stanze ich dann eben noch schnell aus. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love. So, ihr Lieben, auch das zweite Teil von Hummelgelb, unser Innenleben, habe ich gerade gestempelt. Und auch das Teil klebe ich jetzt in unseren Flipflop hinein. Fehlt uns noch die Dekoration. Ihr habt ja mitbekommen, wie ich eine schöne Hibiskusblüte gestempelt habe. Die habe ich jetzt auch ausgestanzt. Und da werde ich mit Glue Dots als erstes die Blätter unten drunter setzen. Habe jetzt auch noch zusätzliche Blätter aus den Stanzen. Es gibt ja noch weitere Stanzen. Da habe ich jetzt noch weitere Blätter dazu. Und die setze ich auch noch auf. Das Ganze setzen wir uns jetzt hier vorne auf. Dadurch muss ich die so ein bisschen richten, unseren Hibiskus, und klebe das nun auch mit Tombow, jetzt muss man nur schön den Platz finden, auf den Farbkarton auf. Dann kommen wir noch zu unserem Etikett. Da habe ich Genieße das Leben im Ruhestand gestempelt. Im Ruhestand habe ich ganz einfach weggeschnitten. Dann habe ich schon einmal einen Streifen in 1,9 cm zugeschnitten. Ihr wisst, es gibt diese Maße, da passt der Farbstreifen genau hier in die Rille. Und habe schon einen Teil gestanzt und da klebe ich jetzt meinen Spruch auf, so dass mir das hier auf der Seite gut gefällt. Und schiebe mir nun auf der anderen Seite mein Etikett, schon, mit der Rückseite hier in meine Stanze und stanze es mir so weit weg, wie ich denke. Auch da haben wir noch Platz genug, da kann ich also nachkürzen. Vielleicht passt das ja schon. Schön einschieben. So sieht mein Spruch aus und er gefällt mir so. Den setze ich hier jetzt allerdings mit Dimensional auf. Und zu den neuen Inkcolor gibt es natürlich auch wieder Lackakzente und davon setze ich noch eins auf jeder Seite meines Etiketts auf. Fertig ist unser Flipflop. Endlich Urlaub. Ich freue mich auf die heißen Tage. Ich hoffe, es macht euch Spaß, diese Karte nachzuarbeiten und ich sende wie immer liebe Grüße aus Pulheim.